Indien. Im April 2012 fand ein Mann, der in einer waldreichen Gegend unweit der Stadt Penn im Bundesstaat Maharashtra Brennholz sammelte, einen schwarzen Plastiksack. Dieser war teilweise mit Erde und trockenen Blättern bedeckt. Als er näher kam, bemerkte er einen stechenden Geruch nach Verbranntem und Verwesung. Der Mann meldete dies sofort der örtlichen Polizeistation. Eine Einsatzgruppe des Bezirks Penn kam zum Fundort. In der Tüte befanden sich menschliche Überreste. Der Körper war so stark verkohlt, dass weder das Gesicht noch andere äußere Merkmale zu erkennen waren. Der Schädel, das Becken und einige lange Knochen waren erhalten geblieben, aber Kleidung, Dokumente oder persönliche Gegenstände fehlten. Dem Zustand der Überreste nach zu urteilen, war seit dem Tod bereits viel Zeit vergangen. Am Fundort wurden auch Spuren einer brennbaren Flüssigkeit, vermutlich Benzin, gefunden, was auf einen vorsätzlichen Versuch hindeutete, die Leiche zu verbrennen. Die Umstände und der Fundort ließen keinen Zweifel daran, dass es sich um einen Mord handelte, begangen, um Beweise zu vernichten. Die Polizei schickte die Überreste an das forensische Labor in Mumbai. Es wurden jedoch keine Übereinstimmungen mit den Datenbanken für vermisste Personen gefunden. Bei der Polizei von Mumbai und den benachbarten Bezirken gingen keine Meldungen ein, die der Beschreibung oder dem vermuteten Zeitpunkt des Verschwindens entsprachen. Ohne Erkennungsmerkmale, ohne Namen, ohne Meldung von Verwandten wurde der Fall als unbekannte Leiche, entdeckt in einer ländlichen Gegend, registriert. Offiziell erhielt er den Status ungelöst. In den ersten Wochen wurden die Unterlagen weiter geprüft. Da jedoch keine Beweise, Verdächtigen oder Hinweise aus der Bevölkerung vorlagen, wurde der Fall schnell zu den Akten gelegt. Das Interesse daran schwand. Die Ermittler kamen zu dem Schluss, dass ohne Identifizierung der Person keine weiteren Fortschritte möglich waren. Weitere Untersuchungen wurden nicht angeordnet. Der Fall geriet in Vergessenheit. 3 Jahre vergingen. Erst 2015 erwähnte ein Verhörter während einer Befragung in einem ganz anderen Strafverfahren plötzlich, dass er wisse, wer die Person gewesen sei, die verbrannt im Wald bei Penn gefunden worden war. Er tat dies nicht aus Reue. Sein Motiv war pragmatisch. Er wollte Informationen gegen eine Strafmilderung eintauschen. Bis zu diesem Zeitpunkt wusste niemand, wem die in dem Sack gefundenen Überreste gehörten. Sheena Bora wurde 1987 in Shillong geboren. Es war eine große, dicht besiedelte Stadt, in der ihre Mutter Indrani Mukherjee, geboren Bora, und ihr Vater Siddharth, das zu dieser Zeit noch sehr jung waren. Die Beziehung zwischen den beiden war von Anfang an instabil. Die Geburt des Kindes änderte daran nichts. Schon damals zeigten beide Elternteile keine Bereitschaft, Verantwortung für ihre Tochter zu übernehmen. Kurz nach Sheenas Geburt kam ein zweites Kind in die Familie, ein Junge namens Mikhail. Trotz der beiden Kinder zerbrach die Beziehung zwischen Indrani und Siddharth schnell. Sie trennten sich kurz nach der Geburt ihres Sohnes und überließen die Betreuung der Kinder vollständig Indranis Eltern, den Großeltern mütterlicherseits. Sheena und Mikhail blieben im Haus ihrer älteren Verwandten wohnen. Formal lehnte keiner der Elternteile die Kinder ab, aber tatsächlich kümmerten sich ausschließlich die Großeltern um ihre Erziehung. Die finanzielle Situation der Familie war bescheiden. Trotzdem bekamen die Kinder alles, was sie brauchten. Siddharth. Das nahm nicht am Leben der Kinder teil. Er verschwand komplett aus ihrem Alltag. Indrani zog ihrerseits nach Kalkutta, wo sie sich an der Universität einschrieb. Sie brach den Kontakt zu ihren Eltern und Kindern ab. Von ihr kam keinerlei Unterstützung. Indrani erzählte ihren Verwandten nichts über ihr Leben, schickte kein Geld und interessierte sich nicht für das Schicksal ihres Sohnes und ihrer Tochter. Alles, was mit ihrer Vergangenheit zu tun hatte, schien ausgelöscht zu sein. Trotz der Abwesenheit der Eltern gaben sich die Großeltern Mühe. Die Kinder gingen zur Schule. Man erklärte ihnen, dass ihre Eltern beschäftigt seien, dass es so sein müsse. Aber als Sheena älter wurde, verstand sie immer besser, dass ihre Mutter sich freiwillig aus ihrem Leben zurückgezogen hatte. Ihr Vater war vollständig verschwunden. Als Teenager begann Sheena Wut und Enttäuschung zu empfinden. Sie verstand nicht, warum ihre Mutter sich für Studium und Karriere entschieden hatte, aber keinen Platz für ihre Tochter gefunden hatte. Nach dem Tod ihrer Kinder brach Indrani endgültig mit ihrem bisherigen Leben. Nach ihrem Universitätsabschluss in Kalkutta begann sie, ihr Leben radikal zu ändern. Sie heiratete Sanjeev Khanna, einen Geschäftsmann aus Kalkutta. Diese Ehe war ihre erste offizielle. Gemeinsam gründeten sie ein Unternehmen und begannen, ihr Geschäft aktiv auszubauen. Sanjeev war bereits wohlhabend,
was Indrani den Zugang zu einem neuen sozialen Umfeld ermöglichte. In ihrer Ehe wurde eine Tochter geboren. Die Beziehung hielt jedoch nicht lange. Meinungsverschiedenheiten, persönliche Konflikte und der Kampf um Einfluss in der gemeinsamen Firma führten zur Scheidung. Im Jahr 2002 wurde die Ehe mit Sanjeev offiziell geschieden, aber die Geschäftspartnerschaft blieb teilweise bestehen. Sie behielten das gemeinsame Eigentum an der Firma. Nach der Scheidung kehrte Indrani nicht zu ihrer Familie zurück, bei der Sheena und Mikhail geblieben waren. Stattdessen zog sie nach Mumbai. Dies ist die größte Stadt Indiens und zugleich ihre Finanzhauptstadt. Hier befinden sich die Hauptsitze von Banken, Fernsehgesellschaften, Börsen und Medienkonzernen. Aber parallel zum Luxus der zentralen Stadtteile, den Wolkenkratzern, Luxusautos und Privatclubs, existiert in Mumbai auch eine andere Welt. In derselben Stadt befinden sich einige der am dichtesten besiedelten Slums Asiens, in denen Menschen ohne grundlegende Annehmlichkeiten wie Strom und Kanalisation leben. Der scharfe Kontrast zwischen Armut und Reichtum ist hier besonders deutlich spürbar. Genau in diesem Umfeld begann sich ein neues Kapitel im Leben von Indrani Mukherjee abzuzeichnen. Die Frau begann eine neue Beziehung mit Peter Mukherjee, einem Medienmanager, der zu dieser Zeit als Geschäftsführer eines großen Fernsehunternehmens tätig war. Ihre Verbindung führte schnell zur Heirat. Nach der Scheidung von ihrem früheren Ehemann nahm Indrani ihre Tochter mit. Das Mädchen lebte bei ihnen und wurde später offiziell von Peter Mukherjee adoptiert. Mit Peter festigte Indrani endgültig ihre Position in den Geschäfts- und Gesellschaftskreisen von Mumbai. Diese Ehe war für sie entscheidend in Bezug auf ihren Status und den Zugang zu einflussreichen Verbindungen. In ihrem neuen Umfeld hatte Indrani nichts mehr mit ihrer früheren Biografie zu tun. Niemand in ihrem beruflichen oder sozialen Umfeld wusste von der Existenz von Sheena und Mikhail. Sie erwähnte sie weder in geschäftlichen noch in privaten Gesprächen. In der offiziellen Version ihres Lebens gab es diese Kinder nie. Selbst ihre eigenen Eltern, die in Shillong lebten, waren nicht über ihre Umzüge, ihre Ehe oder ihre Geschäfte informiert. In den elitären Kreisen Mumbais schuf Indrani sich das Image einer einflussreichen, unabhängigen Frau. Sie besuchte geschlossene Veranstaltungen, gab Empfänge, knüpfte Kontakte zu Investoren und Medienvertretern. In Geschäftskreisen war sie als Mitbegründerin erfolgreicher Unternehmen und als Ehefrau eines der einflussreichsten Männer der Medienbranche bekannt. Sie wurde in teuren Clubs, bei privaten Vorführungen und internationalen Foren willkommen geheißen. Hinter diesem Image verbargen sich sorgfältig gehütete persönliche Umstände. Die wichtigste Voraussetzung für ein stabiles neues Leben war die vollständige Verschleierung ihrer Vergangenheit. Das betraf in erster Linie Sheena. Keiner von Indranis Bekannten und Partnern durfte erfahren, dass sie eine erwachsene Tochter aus einer früheren Beziehung hatte. Selbst Peter, ihr jetziger Ehemann, war nicht vollständig in die Details eingeweiht. Das perfekte Geschenk zur Adventszeit. Erhältlich bei Amazon. Link in der Beschreibung. Sie behauptete, sie habe eine jüngere Schwester, die sie großgezogen habe. Die ersten Kontakte zu Sheena begannen erst 2006, als Sheena selbstständig Kontakt zu ihrer Mutter aufnahm. Im Jahr 2006 wurde Sheena 19 Jahre alt. Sie schloss die Schule ab und begann über ihre Zukunft nachzudenken. Die finanzielle Lage der Familie war weiterhin angespannt. Die Großeltern konnten sich keine teure Ausbildung leisten. Ihr jüngerer Bruder Mikhail brauchte Pflege und Aufmerksamkeit, da er gesundheitliche Probleme hatte. Indrani meldete sich nicht. Dennoch gelang es dem Mädchen, die Telefonnummer ihrer Mutter ausfindig zu machen. An ihrem Geburtstag fasste Sheena einen Entschluss. Sie rief sie an. Das Gespräch dauerte lange. Zum ersten Mal seit vielen Jahren hörte Sheena die Stimme der Person, die ihr das Leben geschenkt, sie aber später verlassen hatte. Indrani erzählte, dass sie in Mumbai lebte und verheiratet war. Sie hatte eine neue Familie und eine erfolgreiche Karriere. Sie erklärte nicht, warum sie verschwunden war, entschuldigte sich nicht und bewertete die Vergangenheit nicht. Das Gespräch war zurückhaltend, aber allein die Tatsache, dass es stattfand, war ein Wendepunkt. Sheena schlug vor, den Kontakt wieder aufzunehmen. Sie wollte die Beziehung verbessern. Indrani stimmte nicht sofort zu. Nach einiger Zeit teilte sie mit, dass sie bereit sei, ihre Tochter in Mumbai aufzunehmen, stellte jedoch Bedingungen.
Niemand aus ihrem Umfeld durfte wissen, dass Sheena ihre Tochter war. Sie sollte sich als ihre jüngere Schwester vorstellen. Indrani erklärte nicht, warum sie dieses Verbot auferlegt hatte. Auf den ersten Blick schien das Angebot eine Chance zu sein, ihr Schicksal zu ändern. Mumbai, eine riesige Metropole voller Gegensätze, bot neue Perspektiven. Für Sheena bedeutete dies die Möglichkeit, eine Ausbildung zu absolvieren und ein neues Leben zu beginnen. In Wirklichkeit jedoch verlangten die Bedingungen ihrer Mutter, dass sie ihre eigene Identität aufgeben musste. Es war eine schwere Entscheidung, in eine Stadt zu ziehen, in der sie nicht als Tochter anerkannt wurde und die Wahrheit über sich verbergen musste. Dennoch willigte Sheena ein. Sie sehnte sich nach Veränderung. Sie wollte ihrer Mutter näher kommen und hoffte, aus ihrer schwierigen Lage herauszukommen. Sheena verließ Shillong und zog nach Mumbai. Dort traf sie Indrani. Offiziell stellte sie ihre Tochter als ihre jüngere Schwester vor. Indranis neues Umfeld nahm diese Information ohne Zweifel hin. In der Familie von Peter Mukherjee, Indranis zweitem Ehemann, wusste niemand, wer Sheena wirklich war. Selbst er war überzeugt, dass es sich um die Schwester seiner Frau handelte. Sheena schrieb sich an der Universität ein. Sie verband ihr Studium mit dem Versuch, eine Beziehung zu ihrer Mutter aufzubauen. Sie lebten in derselben Stadt, sahen sich gelegentlich, aber ihre Beziehung blieb distanziert. Indrani kontrollierte streng die Art und Weise ihrer Kommunikation. Eine Abweichung von der Rolle der jüngeren Schwester war nicht zulässig. Das Thema Vergangenheit war tabu. Jeder Versuch, die Kindheit, den Bruder oder die Großeltern anzusprechen, wurde als Grenzüberschreitung empfunden. Indrani verhielt sich kühl und berechnend. Sie zeigte keine Wärme und unterstützte Sheena emotional nicht. Ihre Aufmerksamkeit galt vor allem ihrer neuen Familie. Sheena fühlte sich wie eine Fremde. Dabei sprach Indrani mit ihr nicht über die Dauer ihres Aufenthalts in Mumbai oder über mögliche Perspektiven. Die Unterstützung ihrer Mutter war unregelmäßig und unverbindlich. Jeder Versuch, über Lebensbedingungen, finanzielle Fragen oder die Zukunft zu sprechen, wurde mit einer distanzierten Reaktion beantwortet. Sheena war sich bewusst, dass sie von der Entscheidung einer Person abhängig war, die es nicht für notwendig hielt, ihre Existenz offen anzuerkennen. Dennoch ging Sheena nicht weg. Sie hoffte weiterhin, dass sich mit der Zeit alles ändern würde. Die Möglichkeit zu studieren, in einer Großstadt zu leben und in der Nähe ihrer Mutter zu sein, blieb für sie bedeutend. Sheena glaubte, dass Indrani mit der Zeit offener werden und sich zwischen ihnen zumindest eine gewisse Form der Nähe entwickeln würde. Sie brauchte keine öffentliche Anerkennung. Für sie war es wichtig, dass ihre Mutter sie zumindest inoffiziell akzeptierte und ihr das Gefühl gab, Teil der Familie zu sein. In dem Familienhaus, in dem Sheena manchmal zu Besuch war, lebte Rahul Mukherjee, der Sohn von Peter. Er war erwachsen und unabhängig, wohnte aber noch im Haus seiner Eltern. Von den ersten Begegnungen zwischen Sheena und Rahul an entstand eine Verbindung zwischen den beiden. Die Kommunikation entwickelte sich schnell. Sie waren gleich alt, studierten an ähnlichen Universitäten und hatten ähnliche Interessen. Beide standen im Schatten ihrer autoritären Eltern. Vor dem Hintergrund der Einschränkungen der formellen Kommunikation in der Familie wurde ihre Beziehung zu einer Fluchtzone, einem Raum, in dem sie frei sein konnten. Bald verbrachten sie viel Zeit miteinander außerhalb der offiziellen Treffen. Zwischen ihnen entwickelte sich eine romantische Beziehung. Anfangs bemerkte Indrani die Annäherung nicht. Sheena und Rahul waren innerhalb der Familie zusammen und diese Kommunikation weckte keinen Verdacht. Doch als klar wurde, dass sich zwischen ihnen eine persönliche Beziehung entwickelte, änderte Indrani ihr Verhalten schlagartig. Sie lehnte dies kategorisch ab und verlangte, den Kontakt zu beenden. Als offizieller Grund wurde angegeben, dass solche Beziehungen innerhalb der Familie, auch wenn keine Blutsverwandtschaft besteht, zu Spannungen führen. Indrani behauptete, dass dies aus moralischer und sozialer Sicht falsch sei. Die wahren Motive waren jedoch andere. Sie verstand, dass die Romanze zwischen Sheena und Rahul eine direkte Bedrohung für ihr Geheimnis darstellte. Sollte sich die Beziehung weiterentwickeln, könnte Sheena die Wahrheit erzählen. Dann würde klar werden, dass sie nicht Indranis Schwester, sondern ihre Tochter war. Das würde das aufgebaute Image zerstören und sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Bereich schwerwiegende Konsequenzen haben. Indrani versuchte auf Sheena Einfluss zu nehmen, überzeugte sie, drängte sie und griff schließlich zu Druckmitteln. An einem bestimmten Punkt schränkte sie sogar den Kontakt ein, indem sie ihre Tochter vorübergehend zu ihren Großeltern nach Shillong schickte. Sie hoffte, dass die vorübergehende Distanz diese Beziehung zerstören würde,
Doch das Gegenteil trat ein. Die Trennung stärkte die Verbindung. Rahul hielt weiterhin den Kontakt aufrecht. Sie schrieben sich Briefe, telefonierten und schmiedeten Pläne für die Zukunft. Nach ihrer Rückkehr nach Mumbai war Sheena finanziell nicht mehr von ihrer Mutter abhängig. Rahul stellte ihr eine Wohnung zur Verfügung und half ihr bei den Ausgaben. Dies stärkte ihre Unabhängigkeit und verringerte den Einfluss von Indrani. Trotz der Verbote beendete Sheena diese Beziehung nicht. Rahul wusste nicht, dass seine Geliebte nicht Indranis jüngere Schwester, sondern ihre Tochter war. Er betrachtete Sheena als gleichberechtigt und ahnte nicht, dass ihre Romanze die sorgfältig verborgene Wahrheit gefährdete. Am 24. April 2012 vereinbarte Sheena ein Treffen mit Indrani. Laut Indrani sollten sie gemeinsam zu Abend essen. Bis zu diesem Tag war das Verhältnis zwischen ihnen angespannt gewesen, doch Sheena wollte den Kontakt aufrechterhalten. Trotz der vergangenen Konflikte glaubte sie, dass dies ein Schritt zur Wiederherstellung der Beziehung sein könnte. An diesem Tag arbeitete Sheena. Nach Schichtende holte Rahul sie ab. Sie verbrachten mehrere Stunden zusammen. Sheena erzählte ihm, dass sie sich am Abend mit Indrani treffen würde. Rahul fuhr sie zum Treffpunkt, einem Restaurant, wo sie sich mit ihrer Mutter verabredet hatte. Er stieg aus dem Auto, verabschiedete sich und sah, wie Sheena zu dem Wagen ging, in dem Indrani saß. Neben ihr saß der Fahrer. Im Innenraum befand sich noch eine weitere Person, die Rahul jedoch nicht erkannte. Sheena stieg in das Auto. Rahul sah zu, wie der Wagen davonfuhr. In diesem Moment hatte er keinen Grund zur Sorge. Er wusste, dass Sheena sich mit Indrani treffen würde und erwartete nichts Ungewöhnliches. Doch als es Abend wurde, war Sheena noch nicht zurück. Rahul begann sie anzurufen, aber Sheena reagierte nicht. Nach einer Weile kam eine Nachricht. Darin stand, dass alles in Ordnung sei und sie bei Indrani übernachten würde. Rahul wurde misstrauisch. Die Formulierung war ungewöhnlich. Sheena schrieb normalerweise anders, lebhafter, mit emotionalen Nuancen. Diese Nachricht wirkte formell und untypisch für sie. Er antwortete und bat sie anzurufen oder zumindest eine Sprachnachricht zu schicken. Es kam keine Reaktion. Einige Stunden vergingen. Rahul rief erneut an. Als Antwort kam eine neue Nachricht, kurz und hart. Darin schrieb Sheena angeblich, dass sie ihn verlassen wolle, dass sie die Beziehung nicht mehr fortsetzen werde und dass er ihr nicht mehr schreiben oder anrufen solle. Sie bat ihn, sie zu vergessen. Rahul war schockiert. Einige Tage zuvor hatten sie noch über ihre gemeinsame Zukunft gesprochen. In ihrer Beziehung gab es keine Anzeichen für eine Trennung. Er kannte Sheena, ihre Ausdrucksweise, ihre Art zu reagieren, ihre Stimme. Dieser Text passte nicht zu ihr. Er vermutete, dass die Nachricht nicht von ihr stammte. Am nächsten Morgen, nach Sheenas Verschwinden, begann Rahul zu handeln. Er versuchte, ihre Mutter zu erreichen. Indrani antwortete zunächst nicht auf seine Anrufe. Später meldete sie sich schließlich. Ihren Angaben zufolge hatte Sheena ihr erzählt, dass sie die Beziehung zu Rahul beenden und die Stadt verlassen wolle. Indrani fügte hinzu, dass sie Sheena angeblich vorgeschlagen habe, vorübergehend wegzufahren, um sich vom Druck zu erholen. Ihrer Aussage nach habe Sheena zugestimmt und sei ins Ausland gereist. Rahul fand diese Erklärung seltsam. Die plötzliche Beendigung der Beziehung, die Änderung der Pläne, das Schweigen, alles geschah innerhalb einer einzigen Nacht. Er versuchte weiterhin Kontakt aufzunehmen, erhielt jedoch immer wieder dieselbe Antwort. Bald gelang es ihm, Peter Mukherjee zu erreichen. Peter wiederholte dieselben Informationen. Sheena sei angeblich freiwillig weggegangen und habe darum gebeten, niemanden zu stören. Rahul glaubte das nicht. Er wandte sich an die Polizei. Die Beamten hörten ihm zu, weigerten sich jedoch, eine Anzeige aufzunehmen. Sie erklärten, dass Sheena volljährig sei, das Recht habe, selbstständig Entscheidungen zu treffen und ihr Verschwinden kein Grund für Ermittlungen sei. Sie verlangten von ihm Beweise dafür, dass sie in Gefahr sei. Rahul zeigte ihnen die Korrespondenz und Nachrichten, die seiner Meinung nach nicht von ihr geschrieben worden waren. Das reichte jedoch nicht aus. Innerhalb weniger Tage kehrte er mehrmals zur Polizeistation zurück. Er bat um eine Überprüfung, darum Sheena zu kontaktieren, sie anhand ihrer Telefonnummern oder über die Telekommunikationsanbieter ausfindig zu machen. Als Antwort erhielt er, dass ohne begründeten Anlass kein Eingreifen der Polizei erforderlich sei. Die Beamten betonten, dass sie nicht handeln könnten, solange keine direkten Anzeichen für eine Lebensgefahr vorlägen. Die Zeit verging. Sheena meldete sich nicht. Kein Anruf, keine Nachricht. Auch in den sozialen Netzwerken gab es keinerlei Aktivität. Rahul versuchte, ihren Aufenthaltsort selbst herauszufinden.
Er rief an der Universität, bei ihrer Arbeit und bei Freunden an. Die Antwort war immer dieselbe. Niemand hatte sie seit ihrem Treffen mit Indrani gesehen. Rahul kehrte erneut zur Polizeistation zurück. Er bat darum, ihr Verschwinden zumindest offiziell zu registrieren, doch man weigerte sich, ihm zuzuhören. Der Fall wurde nicht eröffnet. Die Haltung der Polizei blieb unverändert. Eine erwachsene Frau könne nach eigenem Wunsch weggehen. Rahul gab nicht auf. Er kontaktierte Sheenas Großeltern in Shillong. Sie wussten nichts. Sheena hatte sich auch bei ihnen nicht gemeldet. Die Verwandten waren besorgt, wussten aber nicht, was sie tun sollten. Sie hatten keine Möglichkeiten und keine Kontakte. Mikhail, ihr jüngerer Bruder, versuchte ebenfalls zu verstehen, was vor sich ging. Er rief seine Mutter an, erhielt jedoch keine konkreten Antworten. Die Wochen vergingen und es gab immer mehr Anzeichen dafür, dass Sheena nicht freiwillig verschwunden war. Keiner ihrer Bekannten hatte etwas von ihr gehört. Es gab keine Bestätigung für eine Reise oder eine Adressänderung. Keine Fluggesellschaft bestätigte einen Abflug. Rahul hatte das Gefühl, dass sie nicht einfach so gegangen war. Trotzdem unternahm die Polizei weiterhin nichts. Es gab keine offizielle Fahndung und auch keine öffentliche Diskussion. Sheenas Verschwinden war keine Nachricht wert. Für die meisten existierte es einfach nicht. Nur Rahul, ihr Bruder und einige Verwandte in Shillong schlugen Alarm. Alle anderen schwiegen. Im Jahr 2015 verhaftete die Polizei in Mumbai einen Mann namens Shyamvar Rai. Er wurde wegen unerlaubten Besitzes und Transports von Schusswaffen festgenommen. Bei einer Durchsuchung wurden mehrere illegale Waffen gefunden, was den Strafverfolgungsbehörden ermöglichte, ein vollständiges Verfahren einzuleiten. Ursprünglich hatte diese Festnahme nichts mit dem Fall Sheena Bora zu tun. Doch als Rai während der Verhöre erkannte, dass die Strafe schwer ausfallen könnte, schlug er einen Deal vor. Er erklärte, dass er Informationen über ein Verbrechen aus dem Jahr 2012 habe. Seine Worte waren präzise. Ich weiß, wer das Mädchen getötet hat. Die Polizeibeamten nahmen seine Aussage zunächst nicht ernst, bis er präzisierte, um welchen Fall es sich handelte. Rai gab an, dass er der Fahrer von Indrani Mukherjee, der Ehefrau von Peter Mukherjee gewesen sei und private Aufträge für sie ausgeführt habe. Seinen Angaben zufolge wurde er im April 2012 Zeuge und Beteiligter der Ereignisse im Zusammenhang mit dem Verschwinden einer jungen Frau, die alle als Indranis jüngere Schwester bezeichneten. Er fügte hinzu, dass die wahre Rolle dieses Mädchens in der Familie geheim gehalten worden war und dass sie nicht die Schwester war, wie öffentlich behauptet wurde. Es wurde bekannt, dass Indrani dem Fahrer am 24. April 2012 die Anweisung gegeben hatte, zu einem bestimmten Ort in Mumbai zu fahren. Dort sollte Sheena sie unter dem Vorwand eines gemeinsamen Abendessens treffen. Rahul, der nichts von der Gefahr ahnte, brachte seine Freundin selbst dorthin. Rai beobachtete, wie sie in das Auto stieg. Im Innenraum befanden sich bereits Indrani und ihr Ex-Mann Sanjeev Khanna. Laut Rai hatte Indrani zuvor mit ihm den Plan für die Fahrt besprochen, ohne jedoch Details preiszugeben. Er verstand, dass es sich um eine informelle Angelegenheit handelte, die geheim gehalten werden sollte. Während der Fahrt wurde Sheena ein Getränk angeboten. Wenige Minuten, nachdem sie es getrunken hatte, verschlechterte sich ihr Zustand drastisch. Das Mädchen verlor die Orientierung und wurde bewusstlos. Indrani befahl, weiterzufahren. Das Auto verließ das Stadtgebiet von Mumbai und fuhr in Richtung einer bewaldeten Gegend in der Nähe von Penn. Als das Auto anhielt, schritten Indrani und Sanjeev zur Tat. Rai berichtete, dass Sanjeev Sheenas Körper festhielt, während Indrani sie erwürgte. Er bemerkte, dass Indrani selbstbewusst und ohne zu zögern handelte. Alles geschah im hinteren Teil des Autos. Danach steckten sie die Leiche in einen schwarzen Plastiksack, den Rai auf Anweisung von Indrani zuvor in den Kofferraum gelegt hatte. Anschließend fuhren sie tiefer in den Wald hinein. Nachts, bei schwachem Licht, hielten sie an einer Stelle abseits der Straße. Rai half gemäß den Anweisungen dabei, den Sack an den ausgewählten Ort zu tragen. Dort, so sagte er aus, übergossen Indrani und Sanjeev die Leiche mit einer brennbaren Flüssigkeit und zündeten sie an. Das Feuer griff schnell auf den Sack über. Sie warteten, bis die Flammen erloschen waren. Danach verließen alle drei den Tatort. Diese Handlungen stimmten vollständig mit den Informationen aus den Ermittlungsakten über die verbrannten menschlichen Überreste überein, die 2012 in einem Wald in der Nähe von Penn gefunden worden waren. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte die Polizei diese Überreste nicht mit dem Verschwinden von Sheena in Verbindung gebracht.
Rys Geständnis stellte zum ersten Mal einen direkten Zusammenhang zwischen dem Vorfall und den Personen her, die zum Umfeld des Mädchens gehörten. Ry behauptete, dass er nicht aus freiem Willen gehandelt habe. Zu diesem Zeitpunkt befand er sich in einer schwierigen Lebenssituation und brauchte dringend Geld. Seinen Angaben zufolge versprach Indrani, die Kosten für die medizinische Behandlung seiner Kinder vollständig zu übernehmen, wenn er ihren Anweisungen Folge leiste. Nach Shinas Verschwinden gab Rahul nicht auf. Jahre vergingen, aber er hörte nicht auf zu versuchen herauszufinden, was wirklich passiert war. Weder Indranis Erklärungen noch die formellen Ablehnungen der Polizei überzeugten ihn. Er wusste, dass die Version über eine freiwillige Ausreise eine Lüge war. Er verstand, dass die Wahrheit verheimlicht wurde. Rahul begann, Beweise zu sammeln. Er bewahrte die gesamte Korrespondenz auf, wandte sich an Freunde und sichtete alte Unterlagen. Später gelang es ihm, an Shinas persönliche Aufzeichnungen zu gelangen, in denen sie über ihre schwierige Beziehung zu ihrer Mutter schrieb und ihre Angst äußerte, dass das Geheimnis ans Licht kommen könnte. Sie berichtete von dem Druck, den sie erlebte, und davon, dass sie gezwungen war, unter einer falschen Identität zu leben. Rahul bestand weiterhin darauf, ihren Aufenthaltsort zu überprüfen. Schließlich erreichte er, dass eine DNA-Analyse durchgeführt wurde. Der Vergleich der biologischen Proben bestätigte, Shina war nicht die jüngere Schwester, wie Indrani behauptet hatte, sondern ihre leibliche Tochter. Diese Erkenntnis widerlegte die offizielle Version, die Indrani viele Jahre lang gegenüber ihrem Umfeld aufrechterhalten hatte. Es gab klare Motive. Indrani fürchtete, dass die Tatsache, dass sie eine erwachsene Tochter aus einer früheren Beziehung hatte, ans Licht kommen könnte. In einer Gesellschaft, in der Image und Status eine zentrale Rolle spielten, hätte diese Information ihre Position und ihr sorgfältig aufgebautes Ansehen zerstört. Peter Mukherjee kannte die Wahrheit nicht. Ihre Ehe basierte auf einer verfälschten Biografie. Zudem hatte die Enthüllung potenziell finanzielle Konsequenzen. Wenn Shina offiziell als Tochter anerkannt worden wäre, hätte sie einen gesetzlichen Anspruch auf einen Teil des Vermögens gehabt. Das hätte die Interessen von Indrani, ihrer zweiten Tochter und Peter selbst gefährdet. Rahul erhielt keine Unterstützung. Peters Verwandte stellten sich gegen ihn. Indrani behauptete, er versuche, die Familie zu diffamieren. Sowohl auf ihn als auch auf sein Umfeld wurde Druck ausgeübt. Der junge Mann ließ sich jedoch nicht beirren. Er war der Einzige, der offen und konsequent die Wiederaufnahme des Verfahrens forderte. Er wandte sich an die Presse, kontaktierte Anwälte und nahm an öffentlichen Diskussionen teil. Er hatte Fakten, Geständnisse, Dokumente und Gutachten, aber gegen ihn standen einflussreiche Personen, Geld und Beziehungen. Nach dem Geständnis von Ry und seiner detaillierten Aussage begann schließlich die Untersuchung. Innerhalb kurzer Zeit wurden Indrani Mukherjee, ihr Ex-Mann Sanjeev Khanna und Peter Mukherjee verhaftet. Grundlage für die Festnahme waren die von Ry gelieferten Informationen, das Geständnis von Sanjeev sowie die Ergebnisse der DNA-Analyse, die bestätigten, dass Shina tatsächlich die leibliche Tochter von Indrani war. Die Staatsanwaltschaft stützte sich auf die übereinstimmenden Aussagen des Fahrers Ry, seine präzise Beschreibung der Route, des Tatorts und der Handlungen der Beteiligten. Sanjeev Khanna bestätigte diese Version teilweise. Er gestand seine Beteiligung an der Beseitigung der Leiche, bestätigte, dass er im Auto war und dass Shina nach dem Trinken tatsächlich das Bewusstsein verloren hatte. Er gab auch zu, die Leiche im Wald bei Penn verbrannt zu haben. Diese Geständnisse stimmten mit den früheren Aussagen von Ry überein. Dennoch gab es bei den Ermittlungen erhebliche Probleme. Die Videoaufzeichnungen der Überwachungskameras des Anwesens, in dem Indrani und Peter lebten, fehlten ausgerechnet an dem Tag, an dem Shina verschwand. An allen anderen Tagen liefen die Kameras ohne Unterbrechung. Nur am 24. April 2012 waren sie ausgeschaltet. Der Grund dafür konnte nie geklärt werden. Außerdem gab es keine direkten Beweise, die den genauen Zeitpunkt des Mordes bestätigten. Weder im Auto noch auf der Kleidung der Angeklagten fanden sich Spuren, die vor Gericht als materielle Beweise hätten verwendet werden können. Die Polizei hatte im Jahr 2012 keine operativen Maßnahmen eingeleitet, was zum Verlust wichtiger Beweismittel führte. Der Fall war von Anfang an vernachlässigt worden, und das spiegelte sich nun in der Beweisführung wider. Die Verteidigung nutzte jede Schwäche des Verfahrens. Indrani und Peter verfügten über hochkarätige Anwälte, die jeden Zweifel zu ihrem Vorteil auslegten. Sie stellten die Glaubwürdigkeit von Rys Aussage in Frage und behaupteten,
Er habe sich selbst und andere im Rahmen eines Deals belastet, um einer härteren Strafe zu entgehen. Sanjeevs Geständnis wurde mit dem Hinweis auf angeblichen Druck als ungültig erklärt. Selbst die DNA-Analyse wurde mit der Begründung angefochten, es könne sich um einen Fehler oder eine Verwechslung handeln. Der Prozess zog sich über Jahre hin. Trotz der großen medialen Resonanz wurde keiner der Angeklagten offiziell für schuldig befunden. Weder Indrani noch Peter noch Sanjeev erhielten ein Urteil. Das Verbrechen, mit einem identifizierten Opfer, Geständnissen und einem klaren Motiv, blieb ohne juristischen Abschluss. Geld, Beziehungen und eine erfahrene Verteidigung erwiesen sich als stärker als Beweise und Wahrheit. Bis 2022 waren alle Hauptbeteiligten des Falles auf freiem Fuß. Rai wurde ebenfalls freigelassen, obwohl er der Polizei entscheidende Informationen geliefert hatte. Seine Zusammenarbeit mit den Ermittlern und das Fehlen weiterer schwerer Straftaten führten zu einer deutlichen Strafmilderung. Sanjeev, der seine Beteiligung an der Beseitigung der Leiche gestanden hatte, entging ebenfalls einer längeren Haftstrafe. Peter, dem die Verschleierung von Informationen und eine indirekte Beteiligung vorgeworfen wurden, wurde freigelassen, da die Ermittler seine Mitwirkung nicht zweifelsfrei beweisen konnten. Indrani, die zentrale Figur des Falls, bestritt weiterhin jede Schuld. Nach Jahren in Untersuchungshaft wurde sie gegen Kaution entlassen. Rahul war der Einzige, der weiterkämpfte. Er vertraute dem System nicht mehr. Der Prozess hatte gezeigt, wie leicht einflussreiche Persönlichkeiten sich der Verantwortung entziehen konnten. Trotz Geständnissen, Beweisen und Dokumenten versagte die Justiz. Der Fall, in dem es ein Opfer, ein Motiv, Zeugen und eine Tatbeschreibung gab, blieb ohne Urteil. Rahul war sich bewusst, dass seine Hartnäckigkeit Konsequenzen haben könnte. Er lebte mit dem Wissen, dass er jederzeit mit Druck, Drohungen oder Isolation konfrontiert werden konnte. Er wusste nicht, wie weit diejenigen gehen würden, deren Interessen er berührt hatte, aber er hatte nicht vor, aufzuhören. Sheena Bora wurde offiziell für tot erklärt. Eine DNA-Analyse bestätigte ihre Identität. Doch als alle Beteiligten freikamen, erkannte kein Gericht den Vorfall als Mord an. Es gab weder ein Urteil noch eine Strafe. Sheena blieb eine Frau, deren Tod offiziell nicht als Verbrechen gilt. Ein Opfer ohne Gerechtigkeit. Rahul kämpft weiter für die Wahrheit, nicht aus Rache, nicht aus Eitelkeit, sondern damit Sheenas Name nicht aus der Realität verschwindet, so wie er einst aus den offiziellen Protokollen gelöscht wurde. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.